vor nur wenigen Jahren wurde gesagt. Die Geheimlehre lehrt ebenso wie Buddhismus und Brahmanismus, das ist eine frühere Form, die auf den vedischen Schriften beruhte, dass eine unendliche und unbekannte Wesenheit von aller Ewigkeit her existiert. Diese in unregelmäßiger und harmonischer Aufeinanderfolge entweder passiv oder aktiv ist. In der poetischen Ausdrucksweise des Malau werden diese Zustände die Tage und die Nächte des Brahma genannt. Letzterer ist entweder wachend oder schlafend. Die Philosophen der ältesten Schule des Buddhismus, die noch in Nepal existiert, spekulieren bloß über den aktiven Zustand dieser Wesenheit und halten es für närrisch, über die abstrakte und unerkennbare Macht in ihrem passiven Zustand Theorien aufzustellen. Daher werden sie sowohl von den christlichen Theologen als von den modernen Wissenschaftlern als Atheisten bezeichnet, da keines von den beiden imstande ist, die tiefsinnige Logik ihrer Philosophie zu verstehen. Die ersteren gestatten keinen anderen Gott als die personifizierten sekundären Mächte, welche das sichtbare Weltall ausgearbeitet haben und welche bei ihnen zu dem die menschliche Gestalt betreffenden Gott der Christen wurden, dem männlichen Jehova, daherbrausend unter Donner und Blitz. Andererseits wieder begrüßt die rationalistische Wissenschaft die Buddhisten als die Positivisten der Urzeit. Wenn wir die Philosophie der Letzteren nur einseitig betrachten, so mögen unsere Materialisten in ihrer Art recht haben. Die Buddhisten behaupten, dass es keinen Schöpfer gibt, sondern nur eine Unendlichkeit schöpferischer Kräfte, welche in ihrer Gesamtheit die eine ewige Substanz bilden, deren Weisheit unerforschlich, mithin kein Gegenstand der Spekulation irgendeines wahren Philosophen sei. Sokrates weigerte sich unwandelbar, das Geheimnis des Universalwesens zu erörtern, und doch hätte niemals jemand daran gedacht, ihn des Atheismus zu beschuldigen, ausgenommen jene, die es auf seinen Untergang abgesehen hatten. Mit dem Beginne einer aktiven Periode, sagt die Geheimlehre, geschieht nach ewigem und unveränderlichem Gesetze eine Ausdehnung dieser göttlichen Wesenheit von außen nach innen und von innen nach außen, und das sichtbare Universum ist die letzte Wirkung der langen Kette kosmischer Kräfte, die derart fortschreitend in Bewegung gesetzt werden. Auf gleiche Weise findet, wenn der passive Zustand wieder beginnt, eine Zusammenziehung der göttlichen Wesenheit statt, und das vorausgegangene Schöpfungswerk wird allmählich und fortschreitend aufgelöst. Das sichtbare Universum wird zersetzt, sein Material zerstreut, und Finsternis, einsam und allein, brütet wieder einmal über der Fläche der Tiefe. Um ein Gleichnis der Geheimbücher, welches diese Idee noch klarer machen wird, anzuwenden, so ruft ein Ausatmen der unbekannten Wesenheit die Welt hervor, und ein Einatmen lässt sie wieder verschwinden. Dieser Vorgang fand statt seit aller Ewigkeit, und unser gegenwärtiges Weltall ist bloß eines in einer unendlichen Reihe, die keinen Anfang hatte und kein Ende haben wird. Anmerkung: Das esoterische Symbol des Kali-Yuga, ich erkläre kurz den Begriff Kali-Yuga, ist ein Sanskrit-Begriff und bedeutet Zeitalter des Kali, Zeitalter des Streites. Es gilt als das dunkelste Zeitalter, das Zeitalter des Verfalls und des Verderbens, in dem Gier, Hass und Verwirrung vorherrschen. Es wirft mir die Frage auf, ob es heute noch vorherrscht in Teilen der Gesellschaft. Also das esoterische Symbol des Kali-Yuga ist der umgekehrte fünfzackige Stern mit seinen zwei spitzen Hörnern, himmelwärts gekehrt, somit das Zeichen der menschlichen Teufelei. Anmerkung: Zum Zwecke eines klaren Verständnisses seitens des gewöhnlichen Lesers muss betont werden, dass die okkulte Wissenschaft 7 kosmische Elemente kennt, 4 vollständig körperlich, das 5. Äther, halbmateriell, das gegen das Ende unseres 4. Zyklus in der Luft sichtbar werden wird. Um als höchstes
über die anderen während der ganzen Dauer des 5. zu herrschen. Die übrig gebliebenen 2 Zyklen sind bis jetzt vollständig außerhalb des Gebietes menschlicher Wahrnehmung. Doch werden sie als Vorahnung während des 6. und 7. Zyklus auftauchen und beziehungsweise während des 6. und 7. bekannt werden. Diese 7 Elemente mit ihren zahllosen Unterelementen, die viel zahlreicher sind als jene der Wissenschaft bekannten, sind einfach bedingte Modifikationen des einen und einzigen Elements. Dieses letztere ist nicht Äther, nicht einmal materieller oder immaterieller Raum, sondern die Quelle von diesem. Das 5. Element, das von der Wissenschaft ganz offen behauptet wird, ist nicht der von Sir Isaac Newton hypothetisch aufgestellte Äther, obwohl er es mit diesem Namen benennt, wahrscheinlich in einer Ideenassoziation mit dem Äther, Vater, Mutter des Altertums, so sagt Newton intuitiv, die Natur wirkt in beständigem Kreislauf, sie erzeugt Flüssiges aus Festem, feste Dinge aus Flüchtigen und Flüchtige aus Festen, Feine aus Groben und Grobe aus Feinen, so mögen vielleicht alle Dinge aus Äther entstanden sein. Die geheimen Lehren in Bezug auf die Evolution des gesamten Kosmos können nicht gegeben werden, da sie selbst von den höchsten Geistern dieses Zeitalters nicht verstanden werden könnten. Vielmehr sagen die Lehrer offen, dass nicht einmal die höchsten Gelehrten und Wissenden jemals die Geheimnisse jenseits jener Grenzen, die die Milliarden von Sonnensystemen von der Zentralsonne trennen, durchdrungen haben. Daher bezieht sich das Veröffentlichte bloß auf unseren sichtbaren Kosmos. Die Geheimlehre stellt fundamentale Sätze auf. Ein allgegenwärtiges, ewiges, grenzenloses und unveränderliches Prinzip, über das gar keine Spekulation möglich ist, da es die Kraft menschlicher Vorstellung übersteigt und durch irgendwelche menschliche Ausdrucksweise oder Vergleiche nur erniedrigt werden könnte. Es ist jenseits von Raum und Reichen des Gedankens, mit anderen Worten, es ist undenkbar und unaussprechlich. Um sich diese Ideen klarer zu machen, möge der gewöhnliche Leser von dem Grundsatz ausgehen, dass es eine absolute Realität ist, was allem geoffenbarten, bedingten Sein vorangeht. Diese unendliche und ewige Ursache, unklar formuliert als das Unbewusste und Unerkennbare der landläufigen europäischen Philosophie, ist der ursprunglose Ursprung von allem, was war, ist oder jemals sein wird. Sie ermangelt selbstverständlich aller Merkmale und ist ihrer Wesenheit nach ohne irgendwelche Beziehung zu geoffenbartem endlichen Sein. Sie ist Seinheit, viel mehr als Sein, und ist jenseits allen Denkens oder Spekulierens. Diese Seinheit wird in der Geheimlehre unter 2 Aspekten symbolisiert. Einerseits als absoluter abstrakter Raum zur Darstellung reiner persönlicher Wahrnehmung, als das eine Ding, das kein Mensch weder aus irgendeiner Vorstellung ausschließen, noch sich durch sich selbst vorstellen kann. Selbst unsere westlichen Denker haben gezeigt, dass Bewusstsein frei von Veränderung für uns unbegreiflich ist und dass Bewegung das zutreffendste Symbol für Veränderungen ist. Der erste Lehrsatz, der unpersönliche und in der Philosophie ungeoffenbarte, der Vorläufer des Geoffenbarten. Dies ist die erste Ursache, das Unbewusste der europäischen Pantheisten. Randbemerkung: Im 19. Jahrhundert meinte man mit Geist auch Seele oder wie heute der Heilige Geist. Der zweite Lehrsatz: Geist, Stoff, Leben, der Geist des Weltalls. Der dritte Lehrsatz: kosmische Ideenfindung, Mahat oder Intelligenz, die universale Weltseele, das Kosmische, das nur mit dem Geist zu erkennende der Materie, die Grundlage der intelligenten Wirkungen in und seitens der Natur, auch Mahabhuti genannt, die eine Realität
ihre dualen Aspekte in dem bedingten Universum. Ferner behauptet die Geheimlehre die Ewigkeit des Weltalls im Ganzen als einer grenzenlosen Ebene, die periodisch der Spielplatz ist von zahllosen, unaufhörlich erscheinenden und verschwindenden Universen, den sogenannten manifestierenden Sternen und den Funken der Ewigkeit. Ein schöner Ausdruck, liebe Gäste. Die Sterne am Himmel sind die Funken der Ewigkeit. Die Ewigkeit des Pilgers ist wie ein Augenzwinkern von Selbstexistenz, wie das berühmte, später noch zu behandelnde Buch des Cyan sich ausdrückt. Das Erscheinen und Verschwinden von Welten ist wie regelmäßige Gezeiten von Ebbe und Flut. Eine weitere Behauptung der Geheimlehre ist also die absolute Universalität jenes Gesetzes der Wiederkehr, der Gezeiten der Ebbe und Flut, welches die Naturwissenschaft auf allen Gebieten der Natur beobachtet und aufgewiesen hat. Ein Wechsel wie der von Tag und Nacht, Leben und Tod, Schlaf und Wachen ist eine so allgemeine, so vollkommen universale und ausnahmslose Tatsache, dass es leicht zu verstehen ist, dass wir darin eines der absolut fundamentalen Gesetze des Weltalls sehen. Vielen Dank für das Zuhören. Blavatskys Texte verstehen viele erst im Laufe der Zeit. Die Schreibweise ist aus dem 19. Jahrhundert. Viele Begriffe sind aus fernen Kulturen. Ich werde manches vereinfacht wiedergeben und auch mal Erklärungen einfügen. Ich gebe die Geheimlehre in kleinsten Einheiten von wenigen Minuten wieder. Das wird viele Teile und Zeit erfordern. Auf alle Fälle wird es stetig spannender. Deshalb lohnt es sich, mir zu folgen und den Kanal zu abonnieren. Auch über ein Like freue ich mich riesig. Bis zum nächsten Mal.